Ja, hallo, die 1000 PS Crew, Arlo und Nasty Nils sendet euch herzliche Grüße hier aus der dalmatischen Küste, aus dem Süden Kroatiens. Wir erleben hier geile Momente mit der Afrika Twin, bei geilem Wetter, bei geiler Landschaft und bei super Strecken. Und das beste Pferd im 1000 PS Stall, der Arlo, fährt hier eine Rallye mit der Honda Afrika Twin. Bleibt dran und zieht euch das Video rein auf 1000 PS TV bei uns, auf 1000 PS.de oder bei unserem YouTube-Kanal. Wirklich sehenswert, viel Abenteuer, viel Adrenalin, viel Emotionen, viel geiles Wetter, geiles Video. Ja, wir sind hier bei Primosten. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, liebe Kroaten, die das zusehen. Bitte nicht böse sein, ist nicht respektlos. Wir sind beim Krka Enduro-Raid zu Gast. Das ist ein 2-Tages-Enduro-Rennen, wo es verschiedene Klassen gibt und natürlich auch eine Zweizylinder-Klasse. Und da konnten wir nicht widerstehen, also ich konnte nicht widerstehen, ihn anzumelden, dass er mit dem hier mitfährt bei der Krka Enduro-Raid. Enduro-Raid muss man sich so vorstellen, man fährt hier an der dalmatischen Küste, hier ins dalmatische Hinterland auf legalen öffentlichen Wegen, so wie ihr es im Video hier seht. Und dann gibt es eben gezeitete Sonderprüfungen, wo man anrauchen kann. Also im Prinzip 2 Tage Rennen unter Touristentempo, wo man halt normal über die Runden kommen muss, sage ich mal, und dann knackige Sonderprüfungen, wo man andrückt. Und Arlo, ich habe dich angemeldet, ohne vorher zu fragen, muss ich sagen. Was ist dann da zuerst durch den Kopf gegangen, als ich gesagt habe, Honda Afrika Twin, Rennen, 2 Tage, plus Sieg habe ich auch noch erwähnt. Wie ging es da dabei? Ja, dass es nicht so ganz einfach wird, habe ich mir vorher schon gedacht. Ich habe mir nur gedacht, wie du dann mit einem breiten Grinser und mit einem Lächeln ins Büro gekommen bist und gesagt hast, wir fahren die Rallye da mit der Afrika, da haben wir gedacht, jetzt ist endgültig um ihn geschehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja dann im März das Motorrad ausgefasst und mit jedem Meter, was ich dann mit dem Motorrad gefahren bin, ist das Vertrauen in das Motorrad gewachsen und jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Angst mehr damit, da mitzufahren und freue mich eigentlich schon sehr auf die Rallye. Ja, ich muss gestehen, ich bin ja natürlich auch schon viel gefahren mit dem Motorrad und ich war von Anfang an nicht skeptisch. Ich war nur skeptisch wegen dem Gewicht, weil alle anderen Themen traue ich Honda zu, dass das super funktioniert. Gewicht ist ja doch etwas höher als bei anderen Enduros, mit denen man solche Sachen fährt. Komischerweise, wie es auch immer Honda geschafft hat, das Gewicht ist irgendwie weggezaubert worden auf der Strecke, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Also das war eigentlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das könnte eventuell heikel werden, das enorme Gewicht, weil das wiegt ja in Wirklichkeit doch doppelt so viel wie eine normale Hard-Enduro. Aber ich bin es bei mir zu Hause am Gelände gefahren, das ist so fein ausbalanciert, das funktioniert perfekt und man merkt es während der Fahrt eigentlich überhaupt nicht, dass das drum weit mehr als 200 Kilo hat. Und beim Bestellen vom Fahrzeug habe ich ja leider einen großen Fehler gemacht. Ich war ja skeptisch, ob der Lobhudelei, die Honda im Vorher publiziert hat zu dem Fahrzeug. Also wir haben es mit ABS und Traktionskontrolle bestellt, aber ohne der Dual Clutch Transmission. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, all diese elektronischen Helfer funktionieren grandios, oder? Ja, also ich bin kein Freund von den ganzen elektronischen Fahrhilfen, bis ich auf die Afrika Twin aufgestiegen bin. Also gerade im Offroad-Bereich habe ich mir immer gedacht, naja, ABS ist schwer unnötig, funktioniert hier auf der Afrika Twin perfekt. Also ich fahre sogar meistens mit eingeschalteten ABS. Man kann hier auf der Afrika Twin das ABS am Hinterrad abschalten.
habe ich aber eigentlich nur ganz selten gemacht. Und was mich wirklich schwer begeistert hat, ist die Traktionskontrolle. Die ist regelbar in insgesamt 4 Stufen, also 3 Stufen regelbar und dann noch komplett abschaltbar. Ich fahre es aber meistens so, dass ich es in der Stufe fahre, die am wenigsten regelt, also in der 1er Stufe, und bin damit voll zufrieden. Und wenn wir jetzt sagen, voll zufrieden und wenn wir hier sprechen über Fahrerlebnisse, nur Offroad. Also dieses Motorrad ist noch, ich glaube, keinen Meter Asphalt gefahren bis heute. Und bei unserem YouTube-Kanal hat ja auch jemand eine Frage gestellt, seid ihr denn die Afrika Twin auch 1000 Kilometer eingefahren, bevor er so Gas gegeben hat? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir 1000 Meter gefahren sind, bevor sie das erste Mal voll im Begrenzer ausgeschlagen hat. Das ist ein Honda. Und das ist halt so, wir geben Gas und sonst hätten wir kein Honda genommen, oder? Also das passt alles wunderbar. Wir vermissen jetzt nur die Dual Clutch Transmission, weil in Afrika, habe ich selbst ausprobiert, nahtlose Traktion von 0 bis 180 km/h, einfach ein Traum. Also das Feature haben wir nicht drauf, empfehlen wir aber trotzdem. Ja, und wenn jetzt die Zuseher daheim sich das Video anschauen, denken sie sich sicher wieder, ist eine geschobene Partie, die fahren sicher mit einem urorgen Rallye-Fahrzeug, wo nichts original ist und so weiter. Ich muss sagen, es gibt jetzt schon die ersten Rallye-Geräte auf Basis der Afrika Twin, also Touratec fährt im Moment, ich glaube sogar jetzt so, genau parallel bei der Hellas Rallye mit einem schwer aufmagazinierten Rallye-Gerät auf Basis Afrika Twin mit anderem Fahrwerk und so weiter. Bei uns ist es definitiv so, da ist alles serienmäßig Außer beginnen wir an der Hinterseite. Da haben wir, um bessere Traktion zu gewinnen, haben wir andere Reifen drauf montiert. Das ist vom Metzeler der Karoo 3. Funktioniert hervorragend. Was man natürlich schon anmerken muss, ist, dass hier gerade auf den irrsinnig felsigen Untergrund und in Kombination mit dem Gewicht und der Leistung von der Afrika Twin, das nimmt den Reifen natürlich schon her. Alles andere würde mich aber ehrlich gesagt wundern. Dann haben wir hier den Remus Okami montiert, ist jetzt für die Rallye nicht unbedingt vonnöten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, unter fürs Ego. Ja, erstens einmal fürs Ego und der Sound ist halt schon irre. Hört sich mächtig an und schaut auch viel besser aus als das Original. So, jetzt sagen wir, wieso wir wirklich montiert haben. Wir gehen fix davon aus, dass er auf der Goschen liegt. Den Remus haben wir gratis gekriegt und der Originalauspuff kostet ein Vermögen. Aber der leibende Sound, der dazukommt, ist natürlich super. Was noch? 2 Kleinigkeiten, glaube ich, sind noch oben, oder? Mhm. Wir haben dann von SW Motec vorne eine Motorschutzplatte bekommen, die deckt eigentlich den ganzen Motorblock perfekt ab. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwo auf einen Felsen oder sowas aufläuft und da irgendwelche Schäden am Motor nimmt. Und soll es mich wirklich einmal auf die Goschen haben, was ich eigentlich nicht wirklich hoffe, haben wir dann noch von Touratec 2 Seitenstutzbügel montiert. Wow! Du mit Schwung! Ja, das wäre es eigentlich. Eventuell sinnvoll, das habe ich dann leider übersehen, wären dann noch Handguards gewesen, vielleicht aluverstärkte Handguards, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt nichts ein, was da für die Rallye noch Sinn machen wird. Also ganz klar, eidesstattliche Aussage, Serienfahrwerk, meine Damen und Herren, mit dem treten wir hier an. Und apropos antreten, wir sind ja viel unterwegs mit geilen Motorrädern, auch mit sehr neuen Motorrädern, mit sehr starken, sehr teuren Motorrädern. Aber als wir dieses Motorrad hier im Fahrerlager ausgeladen haben, da sind die Leute zusammengelaufen. Das gibt es ja nicht, ganz normale Seriengurken, ist jetzt schon eine Zeit lang am Markt. Da kochen die Emotionen hoch, da gibt es so viele Geschichten im Fahrerlager über die Afrika Twin. War jetzt schön vorhin, oder? Ja, es ist irre. Also wir haben das Motorrad ausgeladen. Ich glaube, es hat keine 10 Sekunden gedauert, bis schon die ersten 2 herbeigestanden sind und mit uns zum Diskutieren angefangen haben, ob das jetzt die neue ist und wie das zum Fahren ist und wie das eben so geht. Und was ich nur vermute ist, ich glaube, mindestens jeder Teilnehmer, der hier mitfährt, der über 45 ist, hat selber in seiner Jugendzeit eine Afrika Twin gehabt, weil es kommt dann jeder daher und erzählt von seinen Erfahrungen mit der alten Afrika Twin, wie er halt zum Beispiel einer der Organisatoren erzählt hat, der ist zum Zieleinlauf bei der Dakar, ich glaube 88 oder sowas gefahren, mit Frau und Gepäck hinten drauf und hat es komplett emotional und ganz packend erzählt. Ja, übrigens, der
der Organisator der Rallye, der uns die Geschichte erzählt hat, ist damals gefahren von Algerien bis Dakar und ein großer Fan der 650er Africa Twin. Ja, und jetzt schauen wir mal ins Renngeschehen rein, was wir da so erlebt haben. Und wir bleiben dran. Das Video müsst ihr euch bis zum Ende anschauen. Wirklich viele, viele geile Sachen noch mit dabei. Ja, wir sind hier jetzt kurz vorm Start im Primostein. Gleich geht's los. Die nervöse Anspannung ist kaum mehr zu ertragen. Seid ihr schon munter, Burschen? Nein, nur Restfett vergessen. Kaffee haben wir schon geschwitzt. Ja, genau. Und wir haben ja gemeinsam mit Honda Österreich den Alo hier an den Start geschickt, dass er mit der Africa Twin hier die Fahne hochhält. Honda Österreich wollte aber auf Nummer sicher gehen und hat dann noch den Josef von der Motorradklinik auch an den Start geschickt. Also, ja, nein, Josef, super, Patrick. 4- oder 5-facher, 3-facher Erzberg-Finisher? Vierfacher Erzberg-Finisher. Mit 500er Viertakt, da bist du drauf. 500er Viertakt, ja. Mit 500er Viertakt, die Africa Twin für ihn quasi Boxengassen-Moped. Josef, wir zählen auf dich und am fetten Africa Twin-Pokal. Ja, Patrick, Schön, dass du da bist. machst du den Akku. Super, ja. Wir werden es gemeinsam drüber. So, Tag 1 von der Krka Enduro Raid. Wir haben jetzt die ersten 70 Kilometer runtergeradelt, sind jetzt gerade beim Lunchbreak. Neben mir ist der Josef von der Motorradklinik. Wir beide sind die einzigen 2 Starter auf einer neuen Africa Twin. Mir ist eigentlich relativ gut gegangen. Es ist jetzt kein Rallye im klassischen Sinn, wo man mächtig outdrucken muss, sondern kann es eigentlich sehr entspannter gehen. Wir sind trotzdem, glaube ich, als erstes da zum Lunchbreak gekommen und haben es trotzdem gescheit fliegen lassen. Wie ist denn gegangen, Josef? Die Streckenführung ist rein von der Landschaft her ein absoluter Traum. Du musst es genießen, du kannst nicht nur die Wege schauen und Vollgas geben, sondern man muss einfach mal links und rechts schauen und einfach die Landschaft genießen. Die Africa Twin ist für das Gelände perfekt prädestiniert. Ein bisschen der Speed geht vielleicht ab bei der ganzen Rallye. Zwischendurch ist gegangen und dann sind es wieder sehr, sehr enge Sachen, aber mit der Africa Twin macht es genauso Spaß. Ja, dir geht der Speed ab, ist mir teilweise auch abgegangen. Man muss dazu sagen, die Rallye ist so unterteilt, dass speziell für die Zweizylinderfahrer eher nur die leichten Sachen zu fahren auf die GPS-Tracks draufgespielt wurden. Ich würde aber gerne mal ein bisschen eine knackigere Sektion probieren. Wäre wahrscheinlich mit der Twin kein Problem. Mit den Raffen und so wie wir es eigentlich ausgestellt haben, sollte es eigentlich auch kein größeres Problem sein. Schauen wir mal, vielleicht finden wir irgendwo eine kurze Abzweigung, wo wir dann mal eine schärfere Sektion probieren können.
Ja, neben mir jetzt der Josef. Ich glaube, im Moment können wir behaupten, der schnellste Afrika-Twin-Fahrer Österreichs, zumindest im Gelände. Gell? Josef, wie war denn dein Tag mit deiner Afrika-Twin hier in Dalmatien? Da, zuerst muss ich mal ein Lob an den Veranstalter richten, weil es war eine perfekte Organisation. Die Streckenführung war einfach traumhaft. Du bist über Wege gefahren mit sensationellen Aussichten. Du hast das Meer immer rechts neben gehabt. Du bist wieder in die Berge raufgeschossen. Natürlich sehr steinig. Die Gefahr, einen Botschen zu kriegen, ist natürlich extrem groß. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ein bisschen taktieren, weil die Afrika Twin mit knappe 100 PS natürlich auch den Reifen sehr hernimmt bei diesen Entschuldigung, Reifen, was hast du genommen für einen Reifen? Ich habe einen Pirelli, den Scorpion Rally genommen, weil er einfach von der Stoppel her doch am meisten bietet von allen anderen Reifen. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Also wir haben noch immer genug Profil drauf. Wir sind mit der Traktionsstufe 1 gefahren mit der Afrika Twin, dass wir ein bisschen Reifen schon erfahren, aber das ist so perfekt eingestellt, also du hast genügend Vortrieb, genügend Druck am Hinterradl, also einfach, man glaubt nicht, wie man mit diesem Fahrzeug im Gelände fahren kann. Sensationell. Ja, sensationell war auch dein Teufelsritter jetzt am Strand. Im Prinzip die ganze Rallye wieder hier beim Crosstest am Strand entschieden. Und man muss sagen, im Prinzip, das ist genau das Gelände, was der Afrika Twin nicht liegt, muss man so sagen. Tiefer Steine, Strand. Die Leute haben da die Kinder in Sicherheit gebracht, bis du angeraucht bist mit der Afrika Twin. Bitte, wie hast du denn das gemacht, dass du mit dieser Maschine hier so schnell gefahren bist? Naja, das war eigentlich das Motorrad. 100 PS, zweite, dritte, rechts aufdrehen und die macht Meter, das glaubt man nicht. Da kann mancher A-Zylinder nur hinten nachschauen. Natürlich beim Anbremsen in die Kurven muss man ein bisschen taktieren und ein bisschen schauen, dass man das Gerät auf der Straße erhält oder auf dem Gelände erhält, in der Spur. Aber sonst, die Leistung ist natürlich sensationell im Gelände. Und es macht einfach Vortrieb nach vor, das ist ein Traum. Also das Geheimnis ist einfach, wie so oft, einfach Gas geben, dann taucht es vorne nicht ein. Ist ja ganz leicht, einfach nachmachen. Und ich glaube, der Josef hat sich verdient, das Siegel Afrika Twin Offroad Kompetenzzentrum in der Motorradklinik Leibniz. Kein Quacksalber, er weiß, wie es geht. Die kleinen Tricks am Vorwerk, Zubehör, alles gibt es bei dir in Leibniz. Gibt es sonst irgendwas sagen? Möchtest du mich grüßen? Frauen und Kinder sind ja da, habe ich gesehen. Gell? Genau, die ganze Familie ist da, viele Freunde sind da, die auch alle mitfahren. Es ist ein wunderschöner Tag, eine wunderschöne Veranstaltung. Ich kann nur jeden raten, kommen und nächstes Jahr mitfahren. Das ist so schnell ausgebucht, das muss ich noch früher aufstehen am Buchungstag. Kommt nicht her, es ist ganz, ganz schlecht da und die Plätze nehmen uns nächstes Jahr wieder wir. Bleibt dran, morgen der zweite Tag. Wir stehen hier neben den Luigi. Der Luigi ist einer der Hauptverantwortlichen bzw. einer der Veranstalter der Rallye. Luigi, euch gibt es jetzt bereits seit 6 Jahren. Wie hat sich das Ganze entwickelt mit der Krüger Enduro Raid? Wir haben vor 6 Jahren mit rund 80 Teilnehmern angefangen. Das waren vor allem aus Italien, Teilnehmer aus Italien. Mittlerweile sind wir rund 500 und der Hauptteil der Teilnehmer kommt aus Deutschland und Österreich. Also deutsch sprechende Teilnehmer, rund 70%. Also sehr erfreulich. Okay. Jetzt gibt es ja viele Arten von Rallyes. Also es gibt Rallyes, wo ich den ganzen Tag über im Rennstress bin. Das ist aber nicht euer Ziel. Ihr wollt eher Genuss-Enduro bieten, eher Enduro, wo man Spaß haben kann, jetzt fast ohne Rennstress. Wie ist denn das bei euch aufgebaut, die Krüger Enduro Raid? Bei uns ist es so aufgebaut, dass du 2 Strecken hast, die ineinander in sich verbinden sozusagen. Wir haben eine Softstrecke, eine sogenannte grüne Strecke. Das ist für all die sagen wir mal, eine einfache Schotterstraße bewältigen möchten, über eine Strecke von rund 120 Kilometer einen schönen Tag machen wollen. Aber die grüne Strecke, die ist auch eine Verbindungsstrecke zu rund pro Tag zwischen 12 und 15 Red Section, also Hard Section, wo man dann diejenigen, die möchten, die können sich da richtig austoben und richtig dann Enduro-mäßig so über Stock und Stein fahren. Das alles aber kennzeichnet und somit kannst du von der grünen in eine rote Strecke, die dann kennzeichnet ist mit Easy, Medium oder Hard, kannst du dich austoben. Die führen zum Teil bis zu 25 Kilometer lang, also doch auch über Single Trails, Stock, wirklich auch Steinstufen, gröbere Sachen. Und dann kommst du wieder zurück auf die grüne Strecke, um dann die nächste Route dann in Angriff zu nehmen. Diese Teilsektionen zählen jetzt aber nicht zum Rennen. Die zählen nur teilweise zu nehmen. Wir haben 2 davon pro Tag, die dann doch als Time-Check in dem Sinn dienen. Und da gilt es einfach, die Zeit, die wir vorgeben, in der Zeit, die wir vorgeben, zu bleiben. Wenn du drüber bist, dann erhältst du eine Penalty, eine Zeitpenalty. Und wenn du drunter bist, dann hast du Ziel erreicht. Ja. Die sind jetzt aber nicht so straff gestrickt, dass man sich eben keinen Stress machen muss. Und ich glaube, die wahre Zeitnehmung, also die
dann eben für die Wertung der Rallye relevant ist dann eine Sonderprüfung. Das ist dann die Sonderprüfung, das ist richtig, die Sonderprüfung hier am Strand diese Halbinsel hier, das ist so ein genannter Crosstest und da ist es wirklich mit Lichtschranke und Stoppuhr wird dann Zeit genommen und da ist dann natürlich der Schnellste der Beste. Wobei ich muss sagen, also wir werden schon schauen, wie sich das entwickelt und es ist schon möglich, dass wir dann am zweiten Tag der eine Timecheck vielleicht ein bisschen schärfer stellen, sodass es nicht alle schaffen. Die Rallye geht ja über 2 Tage, die geht dann Freitag und Samstag. Es sind aber schon einige Teilnehmer, glaube ich, Montag oder Dienstag angereist, die können hier frei herumfahren. Du hast es vorher eingangs schon erwähnt, es sind mittlerweile 500 Starter hier bei der Rallye vor Ort. Jetzt habt ihr an sich kein Problem damit, dass die Leute schon vorher herumfahren, versucht es aber zu kanalisieren. Wie funktioniert das? Richtig, wir versuchen es zu kanalisieren, indem wir weitere Veranstaltungen anbieten. Das war jetzt dieses Jahr zum Beispiel neu, haben wir die Kirka Discovery angeboten. Das war am Dienstag und am Mittwoch. Und zwar war das Bestandteil der Kirka Discovery ist ein GPS-Track pro Tag von rund 180-200 Kilometer, welcher über die Strecken der letztjährigen Croatia Rallye, die wir auch organisieren, aber erst in 2 Wochen dann wieder. Das sind einfach die alten Strecken, da haben wir einfach diese Tracks jetzt über diese Strecken geführt. Sind nicht minder uninteressant, also wirklich schöne Strecken, die führen über schöne Gebiete und auch fahrerisch ganz gut. Das heißt, so können wir den Leuten doch etwas bieten, aber geführt einfach über GPS-Track. Jeder kann sich dann so sein Fahrstil und seine Fahrgeschwindigkeit einteilen, Fototermine machen, wie auch immer. Aber so haben wir die Leute praktisch auf einer Strecke, die wir kontrollieren können. Ich muss auch noch sagen, wir haben da auch natürlich Lumpensammlerdienst angeboten und auch der Notfalldienst war auch immer vor Ort, sodass wenn irgendetwas passiert auf dieser Strecke auch die Leute dann wirklich, dass man sich dafür sorgt. Nicht? Ja. Wenn die kreuz und quer fahren, klar, wir können es nicht verbieten. Das Einzige, was uns in dem Sinn dann vielleicht auf die Länge ein Problem bringt, ist auch mit den Behörden und der Einwohnerschaft, wenn mehr als nur 2, 3 Gruppen von 2, 3, sondern halt eben 50, 60, 70 Leute sich frei in der Gegend rumbewegen, dann könnte es durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren eher Probleme erhalten, die Bewilligungen für diese Veranstaltung dann zu kriegen und das wäre schade. Okay. Vielen Dank für das kurze Interview. Das heißt, euer Fokus liegt deutlich auf Genussenduro, an zweiter Stelle eher das Rennen und wollt den Leuten hier einfach eine feine Zeit bieten. Eine feine Zeit bieten und doch ein bisschen anspruchsvolle Strecken für diejenigen, die es wollen, aber nicht müssen. Okay. Wie war es bis jetzt? Wir sind ja hier mit der Africa Twin unterwegs und sind mehr als positiv überrascht, wie das mit dem Motorrad läuft. Wir haben ja schon gewusst, dass sie gut fährt. Was uns hier aber begeistert hat, ist das Durchhaltevermögen und die Robustheit der Maschine. Also das, was man halt wirklich erst wir sind jetzt hier schon unterwegs, 200-300 Kilometer und gezählte schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Schläge mit so richtig großen Felsbrocken auf die Africa Twin, aufs Vorderrad und aufs Hinterrad, haben wir schon in den Knochen bzw. in den Beilagscheiben und wir haben gestern die Maschine ein bisschen durchgecheckt. Es ist keine einzige Schraube locker, keine Beilagscheibe fehlt, kein Problem, nichts verbogen, nichts wackelt, nichts scheppert. Also dieses Motorrad ist wirklich robust. Wir haben hier 2 Stück am Start, geben alles, schonen sie nicht, lassen sie Felsen schnupfen ohne Ende, überhaupt kein Problem. Die beeindruckende Vorstellung hat sich auch hingelegt der Josef von der Motorradklinik, unser super Topstar, der hier auch für 1000 PS mit am Start ist. Er hat gestern eine brachiale Zeit in den Schotter, in den Sandstrand hier gebrannt. Er hat insgesamt 380 Hard Enduros hinter sich gelassen, also EXCs, Betas und so weiter. Unvorstellbar, als er hier beim Crosstest am Strand Gas gegeben hat. Die Menge hat getobt. Das war unglaublich, was der für eine Fontäne hinten rausgelassen hat. Und heute am Abend geht es nochmal zur Sache. Das Publikum ist schon vorgewarnt, wenn er kommt. Da müssen die hinten hunderte Meter Platz machen, wenn er einkuppelt. Aloauer auch unterwegs. Die 2 werden sich an der Spitze schätzungsweise ausmachen. Es sind zwar viele Zweizylinder-Piloten hier, aber man muss schon sagen, dass die Africa Twin hier ein ganz spezielles Teil ist. Wir haben gesehen, es gibt tatsächlich nur ein Nadelöhr bei der Africa Twin und das ist eben genau bei tiefem Boden, also bei Sand oder bei Schotter. Und da hilft nur eines,
Dort kommt es natürlich aufs Gewicht drauf an, da taucht die Front ein und da hilft es halt nachher nur eines, man muss einfach ganz schwer Gas geben. Also für Piloten, die halt nicht so versiert sind wie unser Topfahrer, der Josef, der schon 4-mal den Erzberg gefinisht hat, dann ist es tatsächlich schwer. Ansonsten hier im Gelände unglaublich, teilweise wirklich einfach zu fahren, weil sie sehr gut ausbalanciert ist, weil die Traktion so schön eintritt, weil die elektronischen Fahrhilfen so gut funktionieren. Also das gesamte Gelände hier in Kroatien wirklich sehr einfach zu fahren mit der Afrika Twin. Dort, wo es dann tief wird, dort muss man halt dann ein echter Kenner und Könner sein, um dann anrauchen zu können, und dann ist halt schön, die Leistung auskosten zu können. Ja, und wir bei 1000 PS haben ja heuer mit der Afrika Twin das wohl ärgste, intensivste Testprogramm, das wir je mit einem Motorrad gemacht haben. Unser Langstreckenfresser, der wahre Hannes, ist ja mit einer Afrika Twin unterwegs und ich glaube, er hat jenes Motorrad, das schon auch die meisten Kilometer am Buckel hat, 10.000, 15.000 oder irgend sowas, sind schon oben. Also er macht den Langstreckentest, er möchte ja besonders schnell die 100.000 Kilometer erreichen. Bis jetzt natürlich noch 0 Probleme. Zweiter intensive Testeinsatz ist bei unseren 1000 PS Roadshows on Tour. Da werden wir 400 Probefahrten auf die Afrika Twin draufkriegen von 400 unterschiedlichen Personen. Sind auch wieder 10.000 Kilometer auf der Testmaschine Nummer 2. Da geht es darum, wie kommen unterschiedlichste Personen mit der Afrika Twin zurecht. Und wir hier mit unserer Rallye-Maschine haben die Afrika Twin vermutlich noch keine 3 Kilometer auf Asphalt bewegt. Immer nur Gelände mit ihr und auch das macht richtig viel Spaß. Und wer glaubt, das war schon, genau diese Geländemaschine nehmen wir nachher noch mit zu einer großen Schottertour ins Mühl und ins Waldviertel. Da wird es auch nochmal spannend, da genießen wir ein bisschen die Afrika Twin und ihre Möglichkeiten. Last but not least gehen wir ja natürlich auch bei der 1000 PS Bridgestone Gripper, die haben Wachauching die Sporen, also auf der Rennstrecke muss sie auffahren, da ziehen wir natürlich nachher andere Reifen auf, Bridgestones kommen dann rauf, Straßen Neues, dann legen wir auf der Rennstrecke mal ordentlich um, dass die Fußrasten Funken spritzen und so werden wir heuer die Afrika Twin aus allen Blickrichtungen beleuchten und sie darf uns einfach nie enttäuschen und das hat sie bis jetzt auch noch nicht. Wie wir auch immer sehen bei den Kommentaren unter den Videos, es sind so viele Afrika Twin-Fans unterwegs und diejenigen, die es gekauft haben aufgrund unserer Empfehlung nach dem ersten Test, bedanken sich immer alle und das freut uns natürlich sehr, dass wir euer Vertrauen da nicht missbraucht haben und dass ihr da aufs richtige Pferd gesetzt habt. Ja, wir arbeiten heuer wie die Esel, wir schuften wie die Ochsen für euch im Sattel der Afrika Twin, machen wirklich viel mit ihr. Damit ihr keine Videos verpasst, müsst ihr unbedingt natürlich unseren Kanal abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback zu eurer Afrika Twin. Was habt ihr schon mit ihr erlebt? Postet das hier unten bei dem YouTube-Video von uns hier. Bleibt unbedingt dran, da kommen heuer hier noch 10, 15, 20 Videos mit all unseren Testmotorrädern online. Wird eine Mördersaison werden.